so. Du hast es immer noch auf die Buddha-Statue abgesehen. Charlie, Süße, was siehst du da drüben? Richtig, die Buddha-Statue, die du mir vor der Nase weggeschnappt hast. Und was folgern wir daraus? Sie war mir nicht so wichtig, wie du dachtest. Du hast wirklich keine Ahnung, oder? Nein. Frau Schneider, könnten Sie bitte kurz mal kommen? Was gibt's denn? Das Fenster der Vorratskammer ist eingeschlagen. Wie bitte? Das ist ja interessant. Wenn ich meinen Mann erreiche, ich könnte ihm noch nicht mal was Konkretes sagen. Wir haben nur Vermutungen. Sie haben doch gehört, dass Graf Lahnstein sich seltsam unkooperativ verhalten hat. Ja, er hat sofort abgeblockt, als die Rede auf Mr. Rush kam. Also, Trotzdem, auf eigene Faust recherchieren. Das Risiko muss überschaubar bleiben. das Risiko für Brandner Bau wird geringer, je mehr detaillierte Informationen wir haben. Wie gehen wir vor? Die Schlüsselfigur ist dieser Mr. Rush. Ja. Wir sollten seinen Computer inspizieren. Wie sollen wir denn da rankommen? Dafür gibt's Fachleute. Sie meinen einen Hacker? Für ihn wird es ein Kinderspiel sein, seine Daten auszuspionieren. Und ich wette, dass er auch herausfinden kann, wie Bernd in dieses Projekt involviert ist. Hallo Bernd. Morgen. So früh schon Feierabend? Wer sich's leisten kann. Kleiner Tipp noch, Glück um denen zu, die lachen. Aber wenn man so gar nichts zu lachen hat, die Damen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Was ist, wenn es schief geht? Es wird nicht schief gehen. Wo bleibt denn Carla? Das sieht ja so aus, als könntest du gar nicht schnell genug hinter deinen neuen Schreibtisch kommen. Ich muss noch den Online-Katalog vorbereiten. Dann macht dir die neue Arbeit im Auktionshaus also Spaß. Ja, sehr. Ist eine neue Herausforderung und lenkt mich ab von... Naja, ist jedenfalls sehr abwechslungsreich. Entschuldige bitte, ich habe jetzt alles beisammen. Wir können los. Ciao, Leo. Tschüss. Schön, dass es so schnell geklappt hat, Herr Gohlenbeck. Kein Thema. Für die Kohle lass mich auch schon mal früher aus dem Bett werfen. Wollen Sie vielleicht erst noch was frühstücken? Ich mache uns ein paar Schnittchen. Nee, schon okay. Ja, bei mir oder in der Holding wäre es einfach zu gefährlich geworden. Ich weiß, die Videoüberwachung in der Lobby. Und ich bin etwas kamerascheu. Ja, das kann ich verstehen. Wenn dieser Mr. Rush nicht mehr zu bieten hat als der BND, wird's ein Spaziergang. So, den Portscanner aktiviert und bin sicher, dass ich gleich drin bin. Was ist denn mit dem Zentralrechner in der Holding? Hätten wir uns nicht den besser vornehmen sollen? Ansgar von Lahnstein geht doch das Risiko nicht ein, bei einer möglichen Innenrevision aufzufliegen. Da würden wir nichts finden. Das sieht doch schon mal gut aus. Na komm, Baby. Was ist, wenn irgendjemand mitbekommt, was wir hier tun? Open Season. Ich bin drin, es kann losgehen. Was heißt denn hier Geduld? Du hast selbst gesagt, dass die Schwarzgeldlieferung unterwegs ist. Ein Missverständnis wegen des Datums. Kein Grund, nervös zu werden. Ich finde, bei 2 Millionen habe ich allen Grund, nervös zu werden. Zumal sich solche Missverständnisse in letzter Zeit häufen. Zwar im Überfluss war auch noch Frau Brandner heute Morgen hier, um sich über Rush zu erkundigen. Es ist schon seltsam, wenn sogar sie schon misstrauisch wird, hm? Tja, vielleicht möchte sie von den Problemen auf der Baustelle ablenken. Meinst du wie du? Tanja glaubt nicht, dass ich ewig warte. Zumal ich mir denken kann, was mit dem Geld ist. Und wenn sich mein Verdacht bestätigt, werde ich Rush informieren müssen. Sag mal, was willst du mir eigentlich unterstellen? Der wird alles andere als begeistert sein. Ist ja schon das 2. Mal in letzter Zeit, dass du 2 Millionen verlierst. Ja, bitte? Ich hatte schon mal geklopft. Was gibt's in Weinbach? Ich werde nicht drängen, aber die nächste Zahlung aus Singapur ist fällig. Da wollte ich mal nachfragen. Ah, da wenden Sie sich doch am besten an die Assistentin von Mr. Rush. Nun, Frau Assistentin, es gibt doch nicht etwa Lieferschwierigkeiten. Nein, Sie bekommen Ihr Geld schon. Das will ich doch wohl schwer hoffen. Bei
Steinbach. Da waren Sie ja schneller als ich. Die nächste Auktion dürfte ziemlich viel einbringen. Wir haben einige sehr begehrte Gemälde. Der Rutherford zum Beispiel. Bin gespannt, zu welchem Preis der weggeht. War sonst noch was? Ja, der Online-Katalog. Das besprichst du am besten mit der IT-Abteilung. Ja, da sind aber noch einige Punkte zu klären. Ich glaube nämlich, dass der Sortierschlüssel nicht ganz stimmt. Dann sortier sie doch einfach nach Entstehungsdatum. Ach, ich dachte nach Farben. Wann soll der Online-Katalog auf der Homepage sein? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Cecil, ich würde sagen, du besprichst das bitte alles mit Herrn Borchert. Ich wäre jetzt gern allein. Also wenn du nicht mit mir arbeiten willst, dann sag das lieber gleich. Aber lass mich nicht ständig auflaufen. Ich werde aus diesen Daten überhaupt nicht schlau. Kein Wunder, sind alle verschlüsselt. Sogar eine verdammt geile Kodierung. Ungewöhnlich. Aber nicht mit mir. Was ist denn jetzt? Unser Besuch wurde gerade registriert. Erstaunlich gut abgesichert, ihr Mr. Rush. Machen Sie auf! Schnell! Got it. Den Code habe ich schon mal geknackt. Irgendwas Brauchbares dabei? Nein, leider nichts. Keine Informationen über das Kongresszentrum. Dafür sind hier einige Casinos aufgelistet, auch nicht uninteressant. Ach nee, so einer bist du also. Wir werden zurückverfolgt. Ich bin zwar über mehrere Uniserver gegangen, aber früher oder später findet er raus, von wo der Angriff kam. Sie meinen von welchem PC aus? Nein, ich meine natürlich den Standort. Hier. Können Sie das nicht verhindern? No way, Jose. Alle Daten über das Kongresszentrum. Bilanzen, Transaktionen, Korrespondenzen. Golenbeck, Sie sind ein Genie. Ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Machen Sie, laden Sie alles runter. Okay. Was ist jetzt los? Keine Ahnung. Das ist mir zu heiß. Und, Angelo, haben Sie was aufschnappen können? Nein, als ich den Kaffee serviert habe, haben sie Gespräch unterbrochen. Sehr verdächtig. Danke, Angelo. Nun, Frau von Anstetten. Nicht gedacht, dass Sie sich für mein Nachtleben interessieren. Oh, doch, sogar brennt. Also, Ja, ich gehe gern ins Royal. Da gibt's die besten Cocktails und die Bedienung ist auch sehr freundlich. und wie sieht's mit dem Schneiders aus, vorzugsweise nach Schichtende? Ich verstehe nicht ganz. Was soll ich denn in dem Laden, wenn er geschlossen ist? Dieser wunderschönen Buddha-Statue ihre Aufwartung machen. Ach, sie spielt auf den Einbruch an. Ja, davon habe ich gehört. Aber dass Sie mir sowas zutrauen? Reicht doch, wenn ich mich beruflich mit krummen Geschäften rumschlagen muss. Und im Privatleben schlagen Sie gerne Fensterscheiben ein und zerschneiden sich dabei Ihre Hand? Sagen Sie mir, wo die 2 Millionen sind. 2 Millionen? So viel Wechselgeld hat Frau Schneider in der Kasse? Nein, aber in der Buddha-Statue, die eigentlich mir gehören sollte. Ach, jetzt weiß ich auch, woher das Strahlen kommt. Sie stehen also auf kleine, dicke Männer? Gelegentlich auch auf große Schlanke mit glattem Durchschuss. Arbeitest du jetzt plötzlich auch hier? Nein, das Dann nicht. halt dich raus. Wir können das Ganze auch ohne deine Hilfe klären. Cecile, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Wie bitte? Ich möchte mit Carla unter 4 Augen sprechen. Du willst, dass ich gehe, ja? Ja, genau. Danke. Du kannst dich auf gar nichts konzentrieren, ne? Und dann bin ich noch dran schuld, dass du dich mit Cecile streitest. Ach, Quatsch. Komm mal her. Sie sagten, Bargeld wäre Ihnen lieber. Ganz genau. Cashkralle ist immer noch am besten. Und bloß nie online. Gut. Alles klar. Jederzeit wieder. Und beim nächsten Mal mit mehr Erfolg. Ja, das tut mir leid, aber das ging mir einfach zu weit. Das sollte kein Vorwurf sein. Wenn wir etwas länger im Netz geblieben wären. Naja, vielleicht wäre es wirklich zu riskant geworden.
Es kann schon sein, irgendwann hatten sie uns am Haken gehabt. Und dann gute Nacht, Marie. So toll ist im Knast nun auch nicht gerade. Ja, wir haben doch aber gar nichts gefunden. Bei Datenspionage macht Mr. Rush sicher keinen Unterschied. Also ich glaube es zwar nicht, aber falls wir entdeckt worden sind, könnten sie in den nächsten Tagen Besuch bekommen. So, ich bin dann weg. Der nächste Kunde wartet. Trotzdem, vielen Dank für Ihre Mühe. Ich bringe sie noch zur Tür. Danke, ich finde den Weg schon. Ich hätte mit Johannes von Lahnstein sprechen sollen. Wozu? Wir haben noch immer keinen Beweis. Auch wenn sogar Herr Gohlenbeck die Abschirmung und prompte Rückverfolgung verdächtig fand. Und außerdem, was sollen wir sagen? Dass wir einen Hacker engagiert haben? Ja, was machen wir jetzt? Vielleicht entwickelt unsere kleine Expedition ja eine Eigendynamik. Dann wird Ansgar von selbst aktiv. Wir haben uns verstanden. Ich gebe Ihnen genau 2 Stunden Zeit. Dann sind Sie in der Holding und zwar mit dem Geld. Und wenn ich nicht auftauche? Vielleicht fühle ich mich ja nicht motiviert genug. Haben Sie noch einen Wunsch? Nein, danke, wir zahlen gleich. Sehr gerne. Eigentlich dachte ich, Sie sind motiviert genug. Nicht wirklich. So wie ich das sehe, können Sie mir nichts nachweisen. Noch nicht. Wollen Sie Ansgar von Lahnstein und Mr. Rush gestehen, dass das Geld gestohlen wurde? Zum 2. Mal? Ich fürchte, Mr. Rush würde das als sehr grob fahrlässig auslegen. Sagen Sie schon, was Sie wollen. Warum denn so unfreundlich? Ich habe gerade Ihren Kaffee mitbezahlt. Also gut, es geht um einen kleinen Gefallen. Welchen? Ansgar von Lahnstein ist ein Sammler von schönen Dingen. Weinbach, kommen Sie zum Punkt, ja? Unter anderem von Tonbandkassetten, auf denen ich sehr unschöne Dinge von mir gebe. Die Kassette, auf der Sie als Carlas Entführer enttarnt werden. Besorgen Sie mir das Band? Und ich gebe Ihnen die 2 Millionen zurück. Ich soll für Sie die Kastanien aus dem Feuer holen? Eine Hand wäscht die andere. Sie besorgen mir das Tonband und ich gebe Ihnen die 2 Millionen zurück. Das ist lächerlich. Auf den Deal lasse ich mich niemals ein. Bitte. Vergessen Sie es, Beinbach. Ich bin nicht erpressbar. Sie sind sehr mutig. Das muss ich Ihnen lassen. Allerdings werden Sie Ihren Mut auch brauchen. Wie ich gehört habe, ist dieser Mr. Rush ein ziemlich harter Brocken. Und Sie gehen sehr nachlässig mit seinem Vermögen um. Naja, ich bin ja nicht kleinlich, aber wenn Sie mir nicht entgegenkommen, dann muss ich Mr. Rush sagen, wer sein Geld verschwinden lässt. Und das wird sehr ungesund für Sie. Ansgar von Lahnstein hat bei dieser Bank also ein Schließfach für besondere Zwecke. Ja, so habe ich es gehört. Ja, da wissen Sie ja schon mal, wo Sie suchen müssen. Es tut mir leid, ich wüsste gar nicht, wie ich an sowas rankommen sollte. Ich bitte Sie, jedes Schließfach hat einen Schlüssel. Ja, aber den lässt Ansgar ja nicht einfach so liegen. Sie haben doch Fantasie. Ihnen wird schon was einfallen. Am Ende verwahrt er das Tonband vielleicht ganz woanders auf. Finden Sie es raus. Sie bekommen immerhin 2 Millionen Dollar dafür. Sie fühlen sich im Augenblick unglaublich stark was. Sie haben mich eben immer unterschätzt. Das war ein Fehler. Machen Sie am besten keine mehr. Lehrgeld. Ansgar hat sie noch in der Hand. Ich muss ihm nur sagen, dass Sie das Geld haben und er knöpft es ihm wieder ab. Ansgar wird Ihnen doch kein Wort glauben. Das wissen Sie. Also halten Sie sich besser an mich. Scheißgefühl, wenn es eng wird. Wenn man erpressbar ist, was? Damit kennen Sie sich ja bestens aus, Beinbach. Sehen Sie? Genau deshalb will ich hier mein Tonband wieder. Ihr wolltet mich sprechen? Was ist? Ist das Geld endlich da? Nein, noch nicht. Was ist denn los? Rush lief doch sonst immer pünktlich. Rasch hat sich gemeldet. Die Lieferung verschiebt sich noch um einen Tag. Frau von Anstetten wird Ihnen morgen das Geld übergeben. So ist es doch, oder? Ja. Na, dann ist ja alles bestens. Das denke ich auch. Und wegen vorhin. Ich habe mich da wohl ein bisschen im Ton vergriffen. Das tut mir leid. Ich wollte keinen Streit anfangen. Es ist genauso meine Schuld. Ich bin zurzeit einfach ein bisschen durch den Wind. Naja, das sind wir ja alle manchmal. Vergessen wir es einfach. Ich würde sagen, wir trennen in Zukunft unsere Aufgaben besser. Dann kann sowas auch nicht mehr passieren. Okay, einverstanden. Dann schönen Abend noch. Danke. Cecile? Ja.
Ich hoffe, du bist jetzt nicht sauer auf Leonhard. Nein, wieso sollte ich? Naja, ich habe schließlich mitgekriegt, wie ihr am Meeting Point diskutiert habt. Er wollte zwischen uns nur vermitteln. Er hat es einfach nur gut gemeint. Mach dir deshalb keine Gedanken. Zwischen mir und Leonhard ist alles geklärt. Das freut mich.